Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich im Rahmen einer Smart-Reparatur den Rost entfernen und die betroffenen Bereiche lackieren. Und das sind die Stellen, die ich gleich behandeln werde. Wie man sieht, konnte sich der Rost an den betroffenen Stellen unterschiedlich ausbreiten. Die Lokalisierung der Rostschäden spielt bei der Reparatur eine sehr große Rolle. Ich werde deshalb die Bereiche unterschiedlich behandeln. Ich werde dabei von meinem alten Freund unterstützt, der vor seiner Rente als Lackierer gearbeitet hat. Er ist etwas kamerascheu, deshalb möchte er unerkannt bleiben. Wir werden uns im ersten Schritt um den Heckbereich kümmern. Hier werden 2 Punkte bearbeitet. Das ist die Nummer 1 und weiter geht's mit der Nummer 2. Alle Werkzeuge und Präparate, die heute zum Einsatz kommen, habe ich unter dem Video verlinkt. Ich werde im ersten Schritt mit einer CSD-Scheibe den Lack entfernen, damit die betroffenen Bereiche freigelegt werden können. Jetzt sieht man ganz genau, wie groß die Fläche ist, die behandelt werden muss. So sieht das jetzt schon ganz gut aus. Im nächsten Schritt werden die freigelegten Stellen sandgestrahlt. Hier kann man das ohne Bedenken machen. Ich muss aber vorher die empfindlichen Teile abkleben, damit sie nicht beschädigt werden. Im nächsten Schritt kommt der Rostentferner zum Einsatz. Damit werden alle Rostrückstände beseitigt. Jetzt lasse ich es ca. 3 bis 4 Stunden einwirken und dann werde ich die zweite Schicht auftragen, die nach der Einwirkzeit mit dem Wasser abgewaschen wird. Jetzt ist die nächste Stelle dran, und zwar die Motorhaube. Hier haben wir eine andere Situation. Ich werde deshalb an dieser Stelle nur die CSD-Scheibe und eine Drahtbürste einsetzen. Das Sandstrahlen wäre an dieser Stelle ungeeignet. Ich müsste dafür die Motorhaube abbauen oder den Motorraum aufwendig abdecken. Ich werde mir den Aufwand sparen. Das wird auch so funktionieren. Das ist das Ergebnis. Jetzt ist der Rostentferner dran. Ich werde ihn hier genauso einsetzen wie im Heckbereich. So, und jetzt, einen Tag später, gehen die Arbeiten weiter. Ich habe an allen Stellen den Rostentferner mit Wasser abgewischt. Jetzt werde ich die betroffenen Bereiche mit dem Schleifpapier anschleifen. So, und jetzt kann der nächste Arbeitsschritt folgen, das Entfetten. Dafür benutze ich den Silikonentferner. So, jetzt ist alles schön fettfrei. Jetzt nur noch schnell abkleben und dann kann ich die Grundierung auftragen. Ja, und so sieht es jetzt aus. Alles schön abgesichert. Jetzt kann der 2 Komponenten Grundierfüller zum Einsatz kommen. Vor dem Einsatz muss die Spraydose vorbereitet werden. Dafür muss ich den roten Knopf entfernen. Er wird hier unten befestigt. Und anschließend drückt man ihn rein.
Ja, das müsste reichen. Jetzt werde ich die Düse einstellen. Werksseitig ist sie waagerecht eingestellt. Ich werde sie umdrehen, so dass sie eine senkrechte Stellung hat. So, jetzt habe ich die Position angepasst. Für die Anwendung ist es aus meiner Sicht besser. Jetzt lege ich los. Die Grundierung ist jetzt trocken, die Arbeiten können also fortgesetzt werden. Ich werde die Stellen jetzt mit Schleifpapier anschleifen. Jetzt werden die Bereiche vom Staub befreit. Anschließend werde ich an den Stellen, wo es notwendig ist, eine ganz dünne Schicht Spachtelmasse auftragen. An den gespachtelten Stellen wird jetzt eine 2K Grundierfühlerschicht aufgetragen und anschließend im trockenen Zustand geschliffen. So sieht es jetzt nach dem Schleifen aus. Ich habe die Bereiche entfettet und kann im nächsten Schritt mit dem Lackieren beginnen. Einen Tag später, nachdem ich alles vorbereitet habe, geht es jetzt mit dem Basislack weiter. Der Basislack ist matt, das ist völlig normal. Der Glanz kommt von dem Klarlack. Jetzt ist der Klarlack dran. Den Knopf reindrücken, ordentlich schütteln und dann geht's los. Mit dem 2K HS-Löser werden die Übergänge bearbeitet. Und jetzt kann endlich der letzte Arbeitsschritt folgen. Ich werde alle Übergänge nass schleifen, anschließend werden die lackierten Teile poliert. Und jetzt geht's los.
Die Vorgehensweise sieht an den anderen Stellen genauso aus, deshalb werde ich das abkürzen und zeige das Endergebnis. Jetzt stellt sich die Frage, ob ich zufrieden bin. Ja, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich habe den Rost erfolgreich entfernt und habe die Bereiche kostengünstig lackiert. Ich finde, dass es ganz gut geworden ist. Es ist aber keine endgültige Lösung. Wenn der Wagen komplett rostfrei ist, wird er dann vollständig lackiert. Ich bin gespannt, wie du das Ergebnis findest. Schreib mir deshalb deine Meinung in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.